Im Jahr 2040 war die Welt digitalisiert, automatisiert, optimiert. Roboter reparierten Städte, Drohnen überwachten Wälder und Rettungsansätze wurden von künstlicher Intelligenz koordiniert. Doch inmitten dieser hochmodernen Welt war einer der wichtigsten Lebensretter kein Drohne, kein Roboter, kein Code, sondern ein Hund. Ein deutscher Schäferhund namens Max. Max war mehr als ein Tier. Er war eine Legende. Ausgebildet im streng geheimen Programm K9 Vision 2040, trug Max eine Hightech-Weste mit Sensoren, die selbst die feinsten Veränderungen in Luftströmung, Körpertemperatur und Herzfrequenz erkennen konnten. Seine Ohren waren geschult, Infraschall zu hören, und seine Nase, obwohl verstärkt durch digitale Duftanalysatoren, war nach wie vor das präziseste Instrument der gesamten Einheit. Doch das wahre Wunder war nicht die Technologie auf seinem Rücken, sondern der Mut in seinem Herzen. An einem regnerischen Frühlingsabend bebte die Erde in einer Großstadt. Ein neu gebautes Hochhaus, durchzogen von Glas und Stahl, stürzte ein. Menschen schrien. Panik. Chaos. Die Notrufzentrale aktivierte die Eliteeinheit, darunter auch Max mit seinem menschlichen Partner, dem ruhigen und intuitiven Einsatzleiter Leon Berger. Sie kamen an. Die Trümmer rauchten noch. Überall flogen Drohnen, Scanner suchten Körperwärme, doch Max sprang schon los, noch bevor die ersten digitalen Signale eintrafen. Mit seiner Nase tief im Staub schnüffelnd, spürte er mehr als nur menschlichen Geruch. Er spürte Angst, Schmerz, Hoffnung. Er rannte zu einem eingestürzten Betonblock, bellte. Sein Helm blinkte orange, unklar. Aber Max hörte ein schwaches Atmen. Er kratzte, winselte, bellte lauter. Leon, der wusste, dass man Max' Instinkt niemals ignorieren dürfte, ließ den Roboterarm einen riesigen Stahlbalken anheben. Darunter lag ein kleines Mädchen, kaum 6 Jahre alt, halb bewusstlos, mit Tränen auf den Wangen und Staub in den Haaren. Ihr Puls war schwach. Ohne Max wäre sie nie gefunden worden. Die Wärmebildkameras hatten sie übersehen. Die Maschinen hatten sie abgeschrieben. Doch ein Hund hatte ihr Leben gerettet. Als Leon sie auf den Arm nahm, schmiegte sich Max an ihre Seite. Sein Schwanz wedelte langsam, seine Augen voller Sanftmut. Die Einsatzzentrale sendete live. Millionen Menschen sahen, wie ein deutscher Schäferhund in einer Welt voller Roboter das tat, was kein Algorithmus je können wird, fühlen. In einem Interview später sagte Dr. Alina Voss, die Leiterin des K9-Zentrums: Technologie hilft uns. Aber sie ersetzt niemals den Instinkt. Max hat heute bewiesen, dass das Herz eines Hundes stärker schlagen kann als jede Maschine. Als der Wind durch die alten Gassen von Freiburg zog, lag in der Luft etwas Unausgesprochenes, beinahe Heiliges. Leo, der deutsche Schäferhund, hatte nicht nur ein Zuhause gefunden, sondern eine Bestimmung, die weit über das gewöhnliche Leben eines Hundes hinausging. Jeden Tag begleitete er die alte Frau Elisabeth zur kleinen Kapelle am Stadtrand, wo sie Kerzen anzündete, für Verstorbene betete und in stiller Andacht verweilte. Leo saß still neben ihr, wie ein stummer Wächter zwischen Himmel und Erde. Doch tief in seinem Inneren regte sich etwas. Jede Nacht träumte er von dunklen Schatten, die durch die Wälder streiften, von Kindern, die schrien, und von einem Licht, das ihm den Weg zeigte. Als hätte der Himmel selbst ihm einen Auftrag gegeben. Eines Nachts erwachte er aus einem dieser Träume mit einem leisen Knurren. Etwas war anders. Die Stille war zu still. Er sprang auf, lief zur Tür und sah hinaus. Die Straße war leer, doch er spürte, dass irgendwo ein Herz in Gefahr war. In derselben Nacht hörte Elisabeth einen Schrei nicht draußen, sondern in ihrem Herzen. Sie rief Leo zu sich, legte ihre zitternde Hand auf seinen Kopf und flüsterte: Wenn Gott dich gesandt hat, dann geh. Beschütze, was geschützt werden muss. Ohne ein weiteres Wort öffnete sie die Tür.
Leo lief hinaus, sein Blick entschlossen, sein Herz brennend wie ein Gebet. Er folgte einem Geruch, nein, einer Eingebung durch Wälder, Felder, über verlassene Gleise. Schließlich erreichte er ein altes verfallenes Haus, dessen Mauern vom Leben vergessen worden waren. Drinnen war ein Kind. Allein. Eingeschlossen. Die Dunkelheit hatte es umhüllt wie ein Fluch. Der Hund bellte, kratzte, warf sich gegen die Tür. Und als er spürte, dass es nicht reichte, heulte er nicht wie ein Tier, sondern wie eine Seele, die den Himmel um Hilfe anflehte. Und der Himmel antwortete. Ein alter Förster, auf nächtlicher Pirsch, hörte das Jaulen, fand das Kind, rief Hilfe. Leo stand still daneben, seine Augen voller Tränen. Als die Polizei kam, als das Kind gerettet wurde, war es Leo, den es umarmte, als hätte er es zurück ins Leben getragen. Die Geschichte verbreitete sich in der Stadt wie ein Wunder. Die Menschen kamen, um den Hund zu sehen. Doch Leo war kein Held, er war ein Bote. Ein stiller Zeuge dessen, was geschieht, wenn Treue auf Glauben trifft. Elisabeth weinte, als Leo zurückkehrte, denn sie wusste, er war nicht mehr nur ihr Hund. Er war nun Teil von etwas Größerem, einer unsichtbaren Kette aus Licht und Mut. Und in der folgenden Nacht, als sie nebeneinander schliefen, hörte man das leise Läuten einer Glocke, obwohl niemand sie geläutet hatte. Denn manchmal, so sagt man in Freiburg, erkennt der Himmel, wenn ein Engel auf 4 Pfoten seinen Weg erfüllt. Die Nacht war düster und schwer, als ein Sturm die kleine Stadt überrollte. Regen prasselte unaufhörlich auf die Dächer, während der Wind durch die Straßen peitschte und die Fensterläden der alten Häuser zum Klappern brachte. Lukas, der kleine Junge mit den traurigen Augen, hatte sich unter die Decke gekuschelt, während seine Großmutter leise Gebete murmelte. Rex lag wie ein treuer Schatten vor der Tür, seine Ohren zuckten bei jedem Donner, doch seine Augen blieben ruhig, er spürte, dass etwas näher kam, etwas, das über den Sturm hinausging. Am Horizont zeichnete sich ein flackerndes Licht ab, ein rötlicher Schimmer, der mit jeder Sekunde heller wurde. Es war Feuer, ein wilder Waldbrand, der sich durch die trockenen Felder fraß und drohte, das Dorf zu verschlingen. Während die meisten schliefen, roch Rex die Gefahr zuerst. Mit einem tiefen Bellen sprang er auf, rannte durchs Haus und weckte die Großmutter und den Jungen. Lukas' Herz raste, als er die Flammen am Waldrand sah. Die Sirenen schrien in der Ferne, doch sie würden nicht rechtzeitig kommen. Es war Rex, der die Führung übernahm, er bellte, drängte, zog an Ärmeln und leitete Familie für Familie aus den brennenden Häusern, als hätte er den Plan des Himmels selbst verstanden. Kinder, die zu ängstlich waren, um zu laufen, ließ er sich auf den Rücken binden. Alte Menschen, die nicht mehr laufen konnten, führte er mit unendlicher Geduld aus der Gefahrenzone. Und mitten in diesem Chaos, als ein Teil des Himmels selbst zu brennen schien, trug Rex Lukas auf seinem Rücken durch ein Meer aus Rauch, seine Pfoten bluteten, sein Fell war voller Asche, aber seine Augen brannten mit Entschlossenheit. Als das Feuer schließlich gestoppt wurde, als die Feuerwehr eintraf und nur noch verkohlte Reste übrig waren, sprach jeder im Dorf von einem Wunder, dem Wunder eines Hundes, der wie ein Engel aus Fleisch und Blut erschien, um Leben zu retten. Doch Rex lag erschöpft am Boden, sein Atem schwer, sein Blick auf Lukas gerichtet, der weinte und betete, dass sein Freund nicht gehen würde. Die Tierärzte kamen, versorgten seine Wunden, und die Dorfbewohner legten gemeinsam Geld zusammen, um ihm eine medizinische Versorgung zu ermöglichen, wie sie sonst nur Menschen zuteil wurde. Wochen vergingen, und langsam kehrte das Leben zurück. Die Häuser wurden repariert, die Felder neu bepflanzt, doch in den Herzen aller hatte sich etwas verändert. Rex war nicht länger nur ein Hund, er war ein Symbol geworden, ein lebendiges Zeichen dafür, dass selbst im Angesicht der größten Gefahr Treue, Mut und Liebe triumphieren konnten. Ein Denkmal wurde errichtet, nicht aus Stein, sondern in den Herzen der Kinder, die mit ihm spielten, der Alten, die ihn segneten, und des kleinen Jungen, dessen Leben er gerettet hatte. In der Kirche wurde sein Name in die Gebetsliste aufgenommen,
und jeden Sonntag, wenn das Licht durch die Fenster fiel, schien es, als würde Rex' Schatten noch immer vor dem Altar sitzen, wachsam, stark, unvergessen. Und als die Dorfbewohner eines Tages gemeinsam am Fluss saßen, die Sonne langsam unterging und das Wasser golden schimmerte, da wusste jeder, Rex war nicht nur ein Hund. Er war das Versprechen, dass in der dunkelsten Stunde ein Licht aufgehen kann, geführt von Pfoten, getragen von Mut, erfüllt durch Gnade. Die Tage wurden kürzer, die Schatten länger, und dennoch wich Rex nicht von Sophies Seite. Es war, als hätte das Gebet, das sie in jener Nacht gesprochen hatte, etwas in ihm entfacht, das über das Tierische hinausging. Die Welt draußen mochte sich verändert haben, doch zwischen Rex und Sophie war ein unsichtbares Band gewachsen, gesponnen aus Vertrauen, Liebe und einem gemeinsamen Verständnis für Schmerz und Hoffnung. Als der Winter Einzug hielt und der kalte Wind durch die Straßen fegte, begann Sophie, sich um verlassene Tiere zu kümmern. Sie glaubte, dass jedes Wesen, ob Mensch oder Tier, einen Funken Gottes in sich trug, so wie Rex ihr Licht in der Dunkelheit gewesen war. Sie öffnete ihr kleines Haus für verletzte Seelen, gab ihnen Wärme, Namen und Geschichten. Und Rex? Er wurde ihr Wächter. Er bellte nicht mehr sinnlos. Wenn er bellte, hatte es Bedeutung, wenn ein Wesen leidend an ihre Tür kam oder wenn die Dunkelheit sich anschlich. Doch nicht nur Tiere fanden den Weg zu Sophie. Auch Menschen kamen. Ein Obdachloser, der nie sprach, setzte sich täglich vor ihre Tür, weil er dort Frieden spürte. Ein Junge, dessen Eltern in Scheidung lebten, fand bei Rex einen Freund, der nie urteilte. Ein altes Ehepaar, das in der Einsamkeit zu versinken drohte, fand Trost in der Wärme des kleinen Wohnzimmers, in dem das Feuer flackerte, Rex am Fenster wachte und Sophie Tee ausschenkte. Immer wieder sprach Sophie mit den Menschen über die Worte, die einst in der Dunkelheit geflüstert wurden, über Al-Fatiha, das Gebet des Suchenden, der Gott um Führung, Vergebung und Licht bittet. Rex lag dann oft ruhig zu ihren Füßen, seine Augen halb geschlossen, als lausche er jenen Versen, die sein Leben ebenso verändert hatten wie das ihre. Doch nichts ist ewig. Eines Morgens fand Sophie Rex nicht wie üblich vor der Tür. Sie suchte ihn im Garten, in den Zimmern, im Stall, aber er war fort. Keine Spur, keine Fährte. Nur seine Decke, ordentlich gefaltet, und darauf ein kleiner Abdruck, als hätte ein Lichtwesen geruht. Sophie fiel auf die Knie. Ihr Herz schrie nicht aus Schmerz, sondern aus Ehrfurcht. Sie wusste es tief in sich, Rex war nicht einfach gegangen. Er war heimgekehrt. Vielleicht war er ein Engel gewesen, gesandt, um sie zu retten. Vielleicht war er nur ein Hund gewesen, aber einer, der den Ruf Gottes gehört hatte und geantwortet hatte mit Treue, Mut und Liebe. Die Gemeinde versammelte sich, als sie davon erfuhr. Der Junge malte ein Bild von Rex mit Flügeln. Der Obdachlose legte ein Stück Brot auf den Platz, an dem Rex immer lag. Das alte Ehepaar betete. Und Sophie? Sie legte die Hand auf ihr Herz und sprach Al-Fatiha. Doch diesmal zitterte ihre Stimme nicht. Sie sprach mit Überzeugung, mit Liebe, mit Hoffnung. Denn sie wusste, wer den Weg des Lichts einmal betreten hat, kehrt nie ganz zurück in die Dunkelheit. Rex war nicht fort. Er war nun Teil von allem. Ein leiser Windhauch, der Trost brachte. Ein heller Stern in dunkler Nacht. Ein Flüstern im Gebet. Führe uns den geraden Weg, und irgendwo weit entfernt, zwischen Himmel und Erde, hörte eine treue Seele dieses Gebet und bellte leise in Dankbarkeit.